Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen bei uns im Garten-Gemüsekiosk. In diesem Video sprechen wir über die Aussaaten, die Aussaattipps im August. Warum jetzt schon Ende Juli? Das hat einen ganz einfachen Grund. Viele von den Aussaaten, die ich euch gleich vorstellen werde, die sehen wir erfahrungsgemäß lieber Anfang August aus. Und damit ihr euch gut darauf vorbereiten könnt, haben wir beschlossen, dieses Video etwas früher zu produzieren. Wir haben viele E-Mails, viele Nachfragen erreicht, ob es uns gut geht in Sachen Hochwasser. Und ja, wir haben gar kein großartiges Problem. Es ist lächerlich, das zu benennen, wenn wir hinschauen, was passiert ist. Wir können ja nur erahnen, wie schrecklich es für die Betroffenen sein muss. Wir haben auch überlegt, wie können wir helfen, was können wir machen. Wir haben uns dazu entschlossen, dass wir einfach finanziell Geld spenden. Wo wir hingespendet haben, das findet ihr in der Infobox unter diesem Video. Falls ihr betroffen seid und euer Garten ist weg und ihr möchtet nochmal starten, habt die Möglichkeit dazu und möchtet ein bisschen Unterstützung haben, dann fühlt euch frei, meldet euch bei uns. Wir greifen euch da gerne unter die Arme. Wenn ihr uns auf Instagram folgt, dann habt ihr es wahrscheinlich schon gesehen. Wir haben dort einige Unternehmungen, Organisationen geteilt und auch Spendenkonten geteilt, wo man unterstützen kann. Wenn ihr noch direkte Adressen habt oder selber aktiv seid und das gerne teilen möchtet, dann schreibt es gerne in die Kommentare unter dieses Video. Ich denke, es lesen viele und wir haben bestimmt noch einige dabei, die sagen, ich packe mit an oder ich kann an dieser oder jener Stelle noch helfen. Das finde ich total gut und dafür gibt es von mir einen Daumen nach oben. Einer für alle, alle für einen. Und das zweite Thema, was noch da ist, ist unsere Sommerpause. Wir machen es mittlerweile jedes Jahr so, dass wir im Sommer für ein paar Wochen auf YouTube quasi untertauchen und uns erholen. Ja, ihr müsst vielleicht auch dazu wissen, gerade wenn ihr neu dabei seid, wir sind eigentlich eine Two-Man-Show. Wir machen so ziemlich alles alleine, den Garten, die Videos, den Schnitt, den Blog. Im Shop, im Team, da haben wir Unterstützung auf jeden Fall, aber alles andere drumherum, das machen wir selber. Und da brauchen auch wir mal eine Pause. Selbst sowas wie Kameras reinigen, Updates fahren, all solche Dinge, die Technik, das sind Dinge, die wir auch in der Sommerpause machen. Mit dem Garten-Gemüsekiosk auf YouTube wird es dann geplant, Ende August weitergehen mit dem Gartenrundgang. Und ansonsten, wenn es mit dem Treffen klappt, vielleicht seht ihr uns auf dem einen oder anderen YouTube-Kanal. Es lohnt sich auf jeden Fall, die ganze Bandbreite zu abonnieren. Die bunte Mischung macht es im Endeffekt ja auch aus. Wir können es natürlich nicht ganz lassen, soweit kennt ihr uns, glaube ich, auch. Das heißt, dass wir auf YouTube zumindest die Quick-Tipps, die Shorts zwischendurch veröffentlichen werden. Und wenn ihr wissen wollt, was bei uns so los ist, auf Instagram gibt es alle 1-2 Tage oder alle 1-2-3 Tage immer mal wieder einen neuen Post und Stories. Und ja, mit denen halten wir euch auf dem Laufenden. Wenn ihr noch nicht da seid, einfach mal auf Instagram Garten-Gemüsekiosk ein Abo dalassen und dann kriegt ihr immer alles mit. Und nun kommen wir zum eigentlichen Thema von diesem Video, und zwar die Aussaaten. Wir unterscheiden hier. Zum einen gibt es Aussaaten, die sollten auf jeden Fall unserer Erfahrung nach Anfang August in die Aussaat kommen. Dann gibt es Aussaaten, die können den ganzen August über ausgesät werden. Und dann gibt es natürlich Aussaaten, die nicht nur im August, sondern auch noch später ausgesät werden können. Starten wir mit dem Blattgemüse. Beim Blattgemüse, da fängt es schon an mit dieser Unterteilung. Wir haben zum Beispiel Blattgemüse, was Anfang August ausgesät werden sollte. Und das ist der Endiviensalat, das ist Mangold, aber natürlich auch der Radicchio. Da ist es ganz wichtig, dass wir das bereits Anfang August schon gemacht haben, damit das mit der Kultur und der Ernte hinterher dann auch noch gut klappt. Bei den Salaten ist es etwas unkomplizierter. Die können wir im August, aber sogar auch noch im September aussehen. Da haben wir Salate wie Batavia-Salat, Lollo-Salat, Eichblattsalat oder auch Eis- und Kopfsalat. Die Rauke hingegen, die ziehen wir nicht vor, also den Rucola, dann gehen wir in der Direktsaat vor. Das funktioniert ganz prima und schmeckt auch einfach total köstlich. Also wenn ihr Rucola im Garten noch nicht ausprobiert habt, selbst wenn der hinterher ausblüht, das ist super, selbst die Blümchen schmecken einfach unheimlich köstlich. Beim Feldsalat machen wir es so, dass wir einfach schauen, wie sieht es denn im Garten aus? Wenn das Beet noch nicht frei ist, also eine Ernte sich verzögert, dann ziehen wir ihn vor. Wenn das Beet allerdings schon frei ist, dann arbeiten wir hier mit einer Direktsaat. Feldsalat ist da sehr einfach, da ist beides gut machbar. Ein Tipp von uns ist allerdings auf jeden Fall, den Feldsalat, wenn möglich, im Hochbeet anzubauen. Wenn wir dran denken, im Winter ist es ja schon mal ein bisschen ungemütlich und matschig. Da ziehe ich dann mit Gummistiefel, Schere und Schüssel los und kann den Feldsalat recht bequem ernten. Ich finde das prima.
Die Winterkresse und der Postelein gehören ebenso wie der Feldsalat zum winterharten Blattgrün, also für uns im Winter unheimlich wichtig. Die Winterkresse, die ziehen wir auch vor und ich bin ganz froh, dass wir sie im Garten haben. Schmeckt sehr aromatisch, aber im Winter kommt das unheimlich gut. Und beim Postelein gibt es einen Trick, das wisst ihr wahrscheinlich schon. Der hat ja eine Keimtemperatur von 4 bis 10 Grad. Und wenn wir den im August schon aussehen, ist es natürlich draußen zu warm. Was machen wir also? Wir nehmen die Aussaatschale und stellen sie zur Keimung in den Kühlschrank, damit der Postelein diesen Kältereiz bekommt. Von euch haben wir den Tipp bekommen, dass man das Saatgut vom Postelein auch einfach in den Kühlschrank stellen kann, um ihnen diesen Kältereiz zu geben und dass es dann mit der Aussaat auch gut funktioniert hat. Ausprobiert haben wir es noch nicht, ihr aber, und ich denke mal, das ist ein guter Tipp, den wir hier an dieser Stelle mit euch geteilt haben. Dankeschön. Ein Blattgemüse, was zwar nicht wirklich winterhart ist aber lange im Garten aushält bis zum Winter hin, das sind die Asiasalate. Die sind geschmacklich etwas delikater, etwas pikanter, ein bisschen schärfer teilweise auch, aber wir finden, es ist auf jeden Fall ein Zugewinn für den Garten, gerade in den kalten Temperaturmonaten. Und die kann man unheimlich gut einfach durch die Pfanne ziehen, ein bisschen blanchieren, dann ist es eine schöne Erweiterung in der Küche. Die Asiasalate werden bei uns vorgezogen. Und dann gibt es noch ein Grün, was natürlich auch nicht fehlen darf, die allerdings bei uns nicht vorgezogen werden, sondern in Direktsaat in die Erde kommen. Ihr wisst es wahrscheinlich schon. Na, genau, es ist der Spinat. Der Spinat darf nicht fehlen, der wird natürlich zweimal im Jahr angebaut. Und Spinat im Herbst, ich denke, ihr habt es auch schon mal ausprobiert, falls nicht, macht es unbedingt, ist einfach köstlich. Und noch ein Tipp von uns für die Aussaatschalen. Wir machen es so, gerade im Hochsommer, wenn es sehr heiß ist, dass wir unsere Aussaatplatten schattig stellen und gegebenenfalls, gerade bei den Salaten, sogar noch mit kühlem Wasser gießen, damit das mit der Keimung auch gut funktioniert und eben nicht zu heiß ist. Sobald aber die Keimlinge sichtbar sind, dann ist es soweit, dass wir sie in die Sonne stellen können. Also unbedingt ein Auge drauf haben, unbedingt schauen, dass sie nicht austrocknen. Gerade bei den Aussaaten ist es wichtig, dass wir sie immer wieder im Blick haben. Kommen wir zur nächsten Kategorie. Das ist bei uns das Kohlgemüse. Und hier wird es langsam eng. Für uns kommen jetzt hier nur 2 Kandidaten in Frage. Und zwar sind das der Chinakohl und der Kohlrabi. Wichtig für uns ist auch, dass wir diese Aussaat Anfang August machen, damit es hinterher mit der Ernte auch noch was wird. Wir sehen die Platten aus, stellen sie dann schattig und wenn da was gekeimt ist, die ersten Sprösslinge zu sehen sind, kommen diese Platten in die Sonne. Hinterher beim Pikieren achten wir darauf, dass wir sie tiefer setzen und dann stellt sich eine Frage, wo ins Beet dürfen die denn dann? In der Regel sind es bei uns die Kartoffeltonnen. Wenn die Frühkartoffeln abgeerntet sind und die Kartoffeltonnen frei sind, dann stecken wir die Jungpflanzen da rein vom Chinakohl und auch vom Kohlrabi und freuen uns dann über eine schöne Ernte, wenn sie groß genug sind. Die dritte Kategorie hier in unserem Aussaatkalender, das ist das Wurzelgemüse. Hier haben wir konkret auch wieder 2 Kandidaten stehen, einmal die Radieschen und auch die Eiszapfen. Die können jetzt im August ausgesät werden, aber auch im September. Wichtig dabei ist natürlich, die werden in Direktsaat ausgesät. Und vom Geschmack her haben sie ja so einen pikanten, leicht scharfen Touch. Wer das mag, der ist gut beraten, die jetzt nochmal auszusehen. Falls ihr noch gutes, qualitativ hochwertiges und samenfestes Saatgut braucht, dann schaut gerne mal in die Infobox. Da haben wir unseren Shop verlinkt, wo wir mittlerweile ein schönes Sortiment aufbauen konnten und euch in unseren Videos zeigen, wie wir es anbauen, wie es wächst und wie wir es auch ernten. Ihr Lieben, ihr wisst, bei uns wird immer was ausgesät und ich hoffe, ihr habt jetzt einen Eindruck bekommen, dass jetzt im August doch noch einiges an Gemüse da ist, was noch ausgesät werden kann, um eben den Herbst und den Winter noch mit Ernte reichhaltig zu bestücken. Vielleicht noch interessant für euch, wenn ich hier schon mal stehe, zu zeigen, was sind denn jetzt hier an Pflanzaktionen noch vor mir zu sehen. Hier neben mir direkt haben wir den Chinakohl, der schon vorgezogen ist, der bald in die Erde darf. Daneben stehen Endiviensalate, die davor stehen, pikiert zu werden. Und daneben hier haben wir 2 Kisten unserer geliebten dicken Bohne. Und die sind jetzt auf jeden Fall schon groß genug, die warten darauf, dass ein Beet frei wird und sie einziehen dürfen. Neben den dicken Bohnen, da haben wir die Jungpflanzen bzw. Keimlingen von der roten Beete. Rote Beete essen wir nämlich auch sehr, sehr gerne hier. Ebenso sehr gerne essen wir den Brokkoli. Der steht da drüben daneben und wartet auch darauf, nochmal einen Platz im Garten zu finden.
Und neben dem Brokkoli, da haben wir noch eine Platte mit Steckrüben stehen. Und wenn ihr euch vielleicht fragt, Steckrüben, was ist das für ein Oma-Gemüse? Nein, mit der richtigen Sorte, einem guten Anbau und einer frühen Ernte ist die Steckrübe ein ganz wunderbares Gemüse im Selbstversorgergarten. So ihr Lieben, ich hoffe, das Video hat euch Spaß gemacht, vielleicht ein bisschen inspiriert und motiviert zu überlegen, welche Aussaaten kann ich jetzt noch tätigen. Über einen Daumen nach oben freuen wir uns natürlich. Und wir hoffen, dass das Wetter sich jetzt ein bisschen beruhigt, wir alle zusammen noch einen schönen Sommer, Spätsommer erleben können und dass wir keine weiteren Katastrophen wie die jetzt gerade passiert sind, erleben müssen. Unter diesem Video in der Infobox haben wir den Link angegeben von dem Spendenkonto, wo wir hingespendet haben. Ich weiß, es gibt viele mehr und das ist auch gut so. Was ich auch besonders schön finde, ist, dass es so viele Menschen gibt, die jetzt so engagiert bei der Sache sind, die helfen, die anpacken, die organisieren. Vielleicht bist du ja auch jemand, der genau sowas macht. Dann fühl dich bitte frei, nutze die Kommentarfunktion unter unserem Video und mache deine Arbeit publik. Sag ruhig, wenn du Hilfe brauchst, wenn du eine Idee hast oder weißt, wer Hilfe braucht. Ich finde, die Plattform können wir dafür jetzt hier auf jeden Fall nutzen. Wenn ihr noch mehr Gartenvideos sehen möchtet, unseren YouTube-Kanal Gartengemüsekiosk könnt ihr natürlich auch kostenlos abonnieren. Und ich glaube, mittlerweile haben wir über 450 kostenlose, werbefreie Videos hochladen können. Dabei sind Gartenrundgänge, dabei sind aber auch Koch- und Rezeptvideos und vor allen Dingen sind da Videos dabei, wie wir bei uns Gemüse anbauen. Ihr Lieben, wir wünschen euch alles Gute, einen schönen Sommer, viel Freude in eurem Garten, gute Ernten und wir verabschieden uns jetzt in unsere Sommerpause. Ich bin gespannt, mit welchen Ideen wir wiederkommen werden. Vor allen Dingen freue ich mich jetzt auf ein Runterkommen, Sammeln und dann freue ich mich auch wieder, wenn es weiter losgeht. Wie gesagt, wenn ihr dabei bleiben möchtet und sehen, was bei uns so läuft, dann abonniert einfach unseren Instagram-Account, dann verpasst ihr auch nichts mehr. Wenn ihr jetzt direkt was weiterschauen möchtet, wir haben noch was verlinkt. Einmal hier oben unsere Gartentipps August und hier unten einmal unsere Playlist der Grow Veggie Videos, wo wir kurz und knackig zusammengeschnitten haben, was bei uns im Gemüseanbau wichtig ist. Also macht's gut und bis zum nächsten Mal. Viel Spaß bei euch im Garten.